Ihr tut euch schwer, in RedTag einzusteigen, richtig einzufinden. Ihr braucht mal jemanden, der euch an die Hand nimmt und praxisnahe, schnelle, effiziente Tipps und Tricks mit auf den Weg gibt? Dann ist das perfekte Video für dich. Heute erfahrt ihr alles, was ihr für einen effizienten Einstieg in RedTag wissen müsst, damit ihr mehr Kills habt, mehr Siege habt, mehr Erfolg habt und am Ende mehr Spielspaß habt. Let's go! Okay, let's go! Vorab noch ein paar einführende wichtige Hinweise. RedTag ist ja genau wie Battlefield 6 ein Teamplay-Spiel. Kombiniert also die Klassen bzw. dessen Fähigkeiten sinnvoll miteinander. Dazu gleich mehr. Wenn ihr mehr zu den Klassen wissen wollt und deren Vorteile und wie man die gut miteinander kombiniert, abonniert gerne den Kanal. Bald folgt ein ausführlicher Einsteigerguide dazu. Wie in jedem Battle Royale ist eins ganz entscheidend, das müsst ihr zu Anfang einmal verstehen und verinnerlichen. Nicht nur das Teamplay, sondern auch die Strategie. Und hierzu eignet sich in RedTag vor allem eins. Immer die Aufgaben erledigen. Wenn ihr die Karte öffnet, seht ihr oben rechts, welche Aufgaben zur Verfügung sind. Wenn ihr die erledigt, kriegt ihr nicht nur Gadgets bzw. Panzer, Waffen, Luftschläge, ihr kriegt auch Erfahrungspunkte. Mit den Erfahrungspunkten könnt ihr euren Skill Tree, der rechts zu sehen ist, klassenspezifisch leveln. Je schneller ihr den hochlevelt, bis auf Stufe 3 oder 4, dann könnt ihr oder habt ihr einen Vorteil gegenüber eurem Gegner. Und ihr möchtet euch ja immer einen Vorteil verschaffen. Dann ist eine gute Strategie, sich ein oder sogar zwei Panzer zu besorgen und damit weiterzusehen. Verschafft euch einen Überblick, nutzt Helis dazu, nutzt Drohnen des Aufklärers dazu und am Ende bereitet euch immer gut aufs Endgame vor, rotiert frühzeitig und gut, Thema Positioning, somit seid ihr perfekt ausgerüstet fürs Endgame, aber dazu jetzt mehr. So, und wir gehen in die erste Analyse von Battlefield RedTag und ich mache direkt Pause und erkläre euch mal die Basics des HUDs. Wir fangen hier unten links an. Wir haben hier natürlich das Radar. Wir sehen, mein Radar ist etwas reingerückt. Das habe ich in den Settings so eingestellt. Schaut gerne meinen Einsteiger-Guide für mehr Infos dazu. Wir haben hier oben rechts unsere Angaben, wie viele Leute in der Runde sind, wie viele Teams in der Runde sind. Ja, 25 Teams, 4 Leute. Squads spielen wir. Das ist wie viel im Heli sind so. Und das sind wie viele Leute in der Runde sind. Und das zeigt dir an, wie viele Kills du gemacht hast. Dann haben wir hier unten unser Team, was angezeigt wird. Wir sehen hier in lila die Platten, die haben. Man startet mit einer Platte. Wir sehen, was für eine Klasse derjenige spielt. Derjenige hat eine, in dem Falle die 4, die nachher auch als im Radar dann als 4 angezeigt wird. So kann man die zuordnen. Man sieht, dass man noch ein Redeploy hat, also eine zweite Chance. Das zeigt dir hier an, ob die noch zur Verfügung ist oder nicht, oder ob man sie selbst schon aufgebraucht hat oder nicht. Und natürlich den Namen. Jetzt hier unten etwas verdeckt. Man sieht hier auch, wie viele Platten man hat und mit welcher Taste man die im Prinzip drücken kann. Also eine kleine Einführung dazu. Und wir legen los. Wir öffnen immer erst die Karte. Man kann rein und rauszoomen. Das ist ähnlich wie in allen Battle Royals. Wir haben hier einen Firestorm, also einen Kreis, der sich schließt, aber in dem Falle Feuer, kein Gas. Wenn man in dieses Feuer kommt, ist man sofort tot, also dazu gleich nochmal mehr. Aber das ist auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen, damit ist nicht zu spaßen. Wir stimmen uns natürlich ab. So, und wir machen nochmal kurz Pause. Es gibt immer einen Sprungleiter, in dem Falle der Berliner. Und alle folgen dem, ohne dass man was macht. Man kann diese Formation aber eben auch verlassen, indem man Leertaste drückt. Man kann auch währenddessen natürlich schon pingen, um, wie ich das hier auch gemacht habe, den Leuten anzusagen, wo man hin möchte. Es wird dann rechts natürlich auch Geschwindigkeit und Höhe angezeigt. Da unten in Gelb sieht man, wann der Fallschirm gezogen oder wann man ihn ziehen sollte. Natürlich grundsätzlich immer den Fallschirm so spät wie möglich ziehen und ein Gefühl dafür entwickeln. Und am besten jetzt so schnell wie möglich irgendwo landen, wo irgendwie Loot ist. Also man könnte jetzt hier straight reinlanden zum Beispiel. Also man möchte natürlich sich immer einen Vorteil verschaffen. In dem Falle lande ich nicht so gut. Das ist auch übrigens einer meiner ersten Runden. Ich habe mittlerweile natürlich noch ein paar mehr Runden auf dem Konto. Aber ihr möchtet so schnell wie möglich an Loot kommen, an eine Waffe kommen
Man streitet sich auch unter Team offensichtlich untereinander, um schneller an eine Waffe zu kommen. Man hat halt einfach einen Vorteil. Und jetzt geht es auch direkt darum, wo sind Mates gelandet. Ich möchte noch eins hinzufügen. Wir sehen jetzt hier oben, das finde ich schon sehr wichtig, ein Kompass. Und wir kennen das, wir sagen rechts von mir, vor mir, links von mir, ja, immer diese Calls. Man weiß aber in dem Moment ja nicht, wo ist denn der Mox gerade, was ist denn links von ihm? Sagt einfach eine Gradzahl. Wenn Mox sagt 150 Grad, kann ich mich umdrehen, bis ich 150 Grad sehe und kann ungefähr die Richtung ausmachen, wo der ist. Gewöhnt euch direkt von Anfang an, sagt Gradzahlen durch. Ganz, ganz wichtig und entscheidend. Unten links sehen wir auch zum Beispiel auf der Minimap, dass wir im Chemielager sind. Was natürlich, also heißt dieses Gebiet, um das auch nochmal gesagt zu haben. Sie sehen, jemand schießt, ein Gegner schießt. Bei mir wird das als gelb angezeigt. Das kann man natürlich in den Einstellungen alles ändern, wie die Farben da genau sind. Das ist ein sogenannter Waffenping. Jemand hat ohne Schalldämpfer geschossen und wird auf dem Radar angezeigt. Also, Tipp Nummer 1, ganz, ganz wichtig. Immer regelmäßig aufs Radar gucken. Weil somit habt ihr einfach einen Vorteil. Ihr wollt ja immer einen Informationsvorteil gegenüber euren Gegnern. Und damit wisst ihr schon mal, hier ist einer. Und wo einer ist, sind auch 2 oder 3 oder 4, ja, wo ein Squad ist. Vielleicht sind da sogar 2 Squads und man kann eine Third Party machen. Information, immer einen Vorteil verschaffen. Das ist in jedem Battle Royale gleich. Wir sehen den ersten. Dann geht es natürlich auch darum, das Ganze zu interpretieren. Und zwar, ich spule nochmal zurück, langsam. So, ich sehe einen. So, jetzt schieße ich auf ihn. Die Farben zeigen mir an, ob ich in weiß ist, glaube ich habe ihm in die Beine geschossen. Jetzt ist das pink. Das heißt, ich habe in sein Schild getroffen. Er hatte offensichtlich noch Platten drin. So, jetzt ist sein Schild gebrochen. Das wird mir hier angezeigt, indem hier so eine Art Schildsymbol in Gelb in meinem Fall kommt mit so einem Kreuz durch. Das weiß ich. Also er hat jetzt vom Leben her keine Schilder mehr. Also wenn wir diese grüne nehmen hier unten, das sind 100 HP und dann haben wir nochmal 2x50 in Form von Schild. Das habe ich ihm jetzt gebrochen. Das heißt, er hat in dem Moment nur noch 100 HP. Das ist jetzt die Information. Als erfahrener Spieler ist es nachher wichtig. Da merkt man sich sowas, sieht sowas und kann dann auch entsprechende Calls geben, so wie Reek heißt, ich habe ihn angeschossen, gebrochen oder cracked. Das heißt, ich habe ihm das Schild gebrochen und alles, was da drunter ist, ist dann so, man sagt Wonny oder extrem low. Ne? So, das sind die Ansagen, die viele Spieler machen. Und die Zahlen zeigen mir auch an, wie viel Gesamtschaden ich gemacht habe. So, jetzt sehen wir das hier auch nochmal. Er hat offensichtlich kein Schild mehr, kriegt hier den Schaden und ich kriege hier auch die Anzeige, dass ich einen Kill gemacht habe oder ihn jetzt endlich gedownt habe, weil er ist jetzt ja noch nicht komplett, wie wir hier sehen, er ist gedownt. Jetzt habe ich den bestätigten Kill, ja, das ist so ein Totenkopf mit einem Haken drin. Das sind alles Kleinigkeiten, das jetzt sicherlich überfordernd ist. Aber es ist wichtig, das vielleicht einmal beschrieben zu haben. Und wenn ihr ein bisschen gezockt habt, kommt ihr vielleicht wieder auf dieses Video zurück und schaut euch es nochmal an und habt das verstanden. Weil das sind ja alles auch Informationen, die euch das Spiel gibt, die ihr wiederum weiterleiten könnt an eure Teammates. Und eben in der Situation ein Gefühl dafür gibt, wie low ist derjenige. Kann ich den jetzt noch pushen oder lieber nicht? Habe ich ihm nur ein paar Shots gegeben, das Schild nicht gebrochen? Das sind ja alles Dinge, die euch helfen, Entscheidungen zu treffen. Kurzzeitentscheidungen. Das ist das Thema Game Sense. So, ich ändere hier auch immer wieder mal an meinen Settings was. Ich spule das Ganze ein bisschen vor, weil auch wir natürlich immer uns verbessern wollen, die Settings noch besser machen wollen. Deswegen war ich hier kurz im Menü. Und wir gehen weiter. Ich habe aus Versehen die Splittergranate geworfen. Das liegt einfach auch an den Keybindings, die ich anfangs noch ein bisschen Probleme mit hatte. Ich wollte mich eigentlich plattieren, hatte aber keine Platten. Und dann habe ich aus Versehen schon mal die Splittergranate geworfen. Das passiert mir da schon mal häufiger. Schreibt mal in die Kommentare, wenn euch sowas am Anfang auch passiert ist. Vor allem, wenn ihr vielleicht von anderen Shootern oder anderen Battle Royales kommt. So, jetzt geht es wieder darum, einen Überblick zu verschaffen. Wir sehen hier unten, wir haben, wie gesagt, immer aufs Radar schauen. Wir haben hier gerade 2 so Kreise, gelb und grün und mit so einem Symbol. Das Grüne ist ein Luftschlag von uns, ne, grün, und das Gelbe ist ein Luftschlag von den Gegnern. Bei euch ist das vielleicht rot, wenn ihr nichts an den Farbeinstellungen geändert habt, aber auch wieder eine Information. Dieses Grüne
macht, soweit ich das richtig weiß, keinen Schaden, weil es hat ein Teammate gesetzt, macht mir keinen Schaden, aber der es gesetzt hat, ja, also wenn ich ein Ding setzen würde, so einen Luftschlag, und da selber drunter steht, kriege ich Schaden, meine Mates aber nicht. So, der gelbe macht Schaden, ist ja ein feindlicher. Auch wieder wichtig zu wissen, merkt euch das unbedingt, weil sowas ist schon mal entscheidend in so stressigen Situationen. Immer wenn ihr so ein bisschen planlos seid, das ist so ein grundlegender Tipp, den ich in meinen Coachings immer gebe, egal in welchem Spiel eigentlich, wenn ihr so ein bisschen planlos seid, nicht wisst, was ihr machen sollt, gibt es so eine Art, so eine Strategie. Guckt aufs Radar oder öffnet sogar die Map, guckt, wo eure Mates sind, was die machen und achtet auf feindliche Pings, versucht euch einen Überblick zu verschaffen, dann habt ihr wieder einen Plan, ja, den ihr dann jetzt endlich ausführen könnt und habt wieder einen Überblick. Also immer, man merkt das ja auch, boah, ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Guckt auf die Minimap jetzt auch. Ne? Wir sehen zum Beispiel, hier ist eine Drohne online von einem unserer Aufklärer. In dem Fall ist es der Mox. Das sieht man ja auch hier an dem Symbol, wie gesagt. Das ist ein Aufklärer. Der hat eine Drohne. Der kann also Leute pingen. Das heißt auch für mich gleichzeitig, die Nummer 3, die ich jetzt hier gerade nicht sehe, aber ich sehe hier am Bildschirmrand, dass die Nummer 3 irgendwo hier ist, heißt das für mich, er liegt gerade auf dem Boden, ist also sozusagen nicht kampffähig, weil er ja die Drohne steuert. Er pingt uns aber die Gegner, ne? Wieder Informationen, die man nutzen kann. Ist natürlich in der Situation alles schwer zu verarbeiten, aber wichtig mal zu erwähnen, denke ich, das ist schon hilfreich. Und pingt also die Leute und jetzt haben wir hier einen Ping. Und jetzt ist es wieder wichtig, ganz, ganz wichtig, wirklich. Guck, mein Einsteigerguide, da habe ich es schon mal erklärt für Battlefield 6. Ich erkläre es jetzt aber gerne nochmal in aller Kürze. Das ist eine Raute, bei mir wie gesagt in Gelb, bei euch wahrscheinlich in Rot. Da ist kein so ein schwarzer Pfeil in der Mitte drin, ne? Hier ist ja so ein schwarzer Pfeil nach oben drin, so kleiner. Und hier ist einfach nur diese Raute, also kein schwarzer Pfeil. So, der kann aber auch nach unten sein. Das heißt, es ist ein Gegner unter mir, unter meiner Ebene. Ist eine Raute so mit einem schwarzen Pfeil nach oben, heißt das, es ist ein Gegner über mir. Ist einfach nur die Raute gelb, in dem Fall mit gar nichts drin, heißt es, er ist auf meiner Ebene. So, das heißt, der Typ hier steht unmittelbar vor mir irgendwo dahinter. Ne? Information, aufs Radar gucken. Ich hatte die Information offensichtlich, stehe hinter ihm, easy kill. Und auch hier, kurz zurückspulen, nochmal, zeigen die Symbole, wichtig zu interpretieren. Ein Totenkopf mit Pfeil runter heißt gedownt, ein Totenkopf mit einem Haken heißt gefinished. Ne? Ich denke, das hilft auch die Information. Ist auch für mich ja interessant, das mal so in Ruhe zu sehen. Deswegen gebe ich auch den Tipp immer, analysiert euch doch mal selber, guckt euer Gameplay selber, nehmt es selber mal auf, um solche Dinge einfach zu verstehen. Diese kleinen, am Ende ist es doch immer die Details, die einen richtig gut machen. Was wir hier gesehen haben, ist, ich habe mich direkt plattiert. Ne? Platten ist so ein bisschen Mangelware, aber finde ich ganz cool in dem Spiel, weil da muss man damit auch entsprechend haushalten. Eben habe ich ja schon gesagt, hier unten wird dir angezeigt, wie viele Platten du hast. Und mit Maus 5 in meinem Fall kann ich mir die ziehen. Das ist die Taste, die ich drücken muss, um meinen Rucksack, also mein Inventar zu öffnen. Ich habe jetzt noch 2 Platten und habe mich wieder voll plattiert. Achtet immer drauf, sobald ihr in einem Fight wart, kann man als Grundregel beachten. Plattieren, aufs Radar gucken, Überblick verschaffen. Nachladen. Das sind so 3 wichtige Dinge. So, wenn ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr auch gerne mal auf eure Mates gucken und denen vielleicht mal hin und wieder sagen, hey, Berliner, plattier dich mal, wenn du kannst. Oder hast du keine Platten, brauchst du Platten. Teilt euch das ein bisschen auf. Man kann Tab drücken und auch Dinge droppen. Ja? Auch alles droppen oder einzeln droppen. Dazu dann aber auch nochmal mehr, wenn ich das dann mache. Wir sind also so weit, dass wir immer noch im Early Game sind. Ich habe 2 grüne Waffen. Als Empfehlung würde ich sagen, ja, nehmt euch am besten MP und AR. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 ARs. Man findet natürlich immer nicht direkt immer alles. Und hier unten rechts wird euch übrigens dann auch angezeigt, was ihr habt. So. Ein grundlegender Tipp ist auch, nutzt eure Gadgets, nutzt das, was ihr habt. Wir sehen, auf der 6 habe ich was, womit man so eine Smoke-Wand erzeugen kann. Das ist auch sehr hilfreich. Ich bin mal wieder in den Einstellungen, spule hier ein bisschen vor. Muss ich kurz einwerfen. Wir sind jetzt in der Karte. Wir haben jetzt eine Aufgabe gemacht. Das habe ich ja zu Anfang erwähnt. Strategie. Macht immer Aufgaben. Weil mit den Aufgaben kriegt ihr Erfahrungspunkte und ja, Dinge, die euch einen Vorteil verschaffen. Und wie wir hier auch sehen, sehen wir hier die Aufgabe Entschlüsselung.
Und wir müssen hier Sender entschlüsseln, haben 0 von 2 und wir haben Belohnungen, ja. Hier, verbesserte Waffe, da ist eine goldene Waffe drin und eine pinke Waffe drin. Extrem starke Waffen, alles verschafft euch einen Vorteil. Und Waffenkits, mit Waffenkits nehmt die immer auf, könnt ihr eure Waffen, es gibt zum Beispiel Waffenkit Sturmwaffe oder Karabiner oder LMG, MP, Sniper, damit könnt ihr die sozusagen eine Farbe erhöhen, ja. Das Ganze geht los mit Grün, Blau, Pink, Gold und Rot sind, glaube ich, low die Waffen. Also das ist das Höchste, soweit ich weiß, ja. Und hier sieht man Punkte für den Trainingspfad, ja. Aufgaben machen, damit kriegt ihr einen Vorteil. Das erstmal als grundlegende Information mitnehmen. So, und hier unten rechts, genau, wir haben Waffen, wir haben Blendgranaten. Das ist der Feuermodus. Hier ist der Trainingspfad, ja. Der wird sich, wenn wir, wie gesagt, jetzt die Aufgabe erfüllen, schnell erhöhen. Dann haben wir also sogenannte, ja, sowas wie eine Art von Perks, die Fähigkeiten hervorbringen. In dem Falle zum Beispiel das hier heißt, dass ich mehr Kapazitäten habe, soweit ich weiß, um meine Platten mitzunehmen. Auch die Dinger gehe ich dann in dem nächsten Einsteiger-Guide, folgt mir dafür unbedingt mal genauer darauf ein, was die machen. Auch das sollte man wissen, was die klassenspezifischen Fähigkeiten können, um besser zu verstehen, wie man im Team agieren kann oder vielleicht auch, wozu der Gegner in dem Moment fähig ist. Aber das ist natürlich dann schon ein hohes Level, das in der Situation auch noch irgendwie im Kopf zu behalten, aber so viel dazu. So, hier unten werden euch auch die Tastaturbelegungen angezeigt, die ihr dann drücken könnt, um die Gadgets halt zu ziehen. Auch die Gadgets sind klassenspezifisch. Die Tasche hatte ich von Anfang an dabei als Support-Spieler und kann mich damit heilen. Ich habe Smokes dabei, kann damit Smoke-Wände machen, um irgendwie zu pushen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich stehe hier übrigens im High Ground und ihr wisst ja, ein Tipp, den ich gebe, ist Positioning. Und aus High Ground habt ihr einen Überblick, auf jeden Fall einen Vorteil auf die, die im Low Ground sind, wie wir hier sehr schön sehen können. Ich kann hier meine Leute unterstützen, aus dem High Ground heraus, kann jetzt ansagen, wo er ist. Und versucht auch, was ich hier nicht gemacht habe, die Gegner zu pingen, ja. Genau, konnte ihn abfangen, mein Mate war von links, ich von rechts. Also hier haben wir sehr schön im Team agiert. Und genau, es sind sehr, sehr viele Informationen, ich weiß, aber ich will hier in diesem Video mal wirklich so einen grundlegenden Überblick verschaffen, damit ihr euch das in Ruhe anschauen könnt und dann Schritt für Schritt einsteigen könnt. Und es wird auf dem Kanal auf jeden Fall mehr Content dazu geben. Es gibt einen Discord, den wir betreiben, da sind wir auch viele neue dazu gekommen. Also wenn ihr Leute sucht, mit denen ihr zusammen zocken möchtet, weil ihr vielleicht gerade kein Team habt, ist ja völlig legitim, so ging es mir auch. Dann könnt ihr gerne joinen. Wir haben Spieler, die Anfänger sind, wir haben fortgeschrittene Spieler, wir haben in Call of Duty auch eine große Community. Also ihr seid da herzlich eingeladen, wir sind einfach coole, nette Leute, die zusammen zocken wollen und es gibt bei uns auch kostenlose Coachings. So, das solltet ihr unbedingt mitnehmen hier. Das mache ich nämlich auch häufig nicht. Das gibt euch nämlich wieder Erfahrungspunkte hierfür. Also das einfach immer mitnehmen, wenn ihr das seht. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Nehme ich es mit? Nein. Wie gesagt, ist auch einer meiner ersten Runden. Hier habe ich gerade einen gesehen auf dem Radar. Der war unter mir. Jetzt haben wir aber gesehen, dass er da über mir lief. Das habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Deswegen habe ich hier den Fokus auf unten. Aber finde ihn jetzt endlich da nicht. Ich habe ein Stück vorgespult, damit das Video nicht zu lang wird. Wir sind hier in einer Kampfsituation und wir gucken wieder aufs Radar. Wir sehen, einer von uns ist down und der nächste von uns, der ist gerade am Schießen, am Kämpfen. Wir sprechen uns hier ab. Wir wissen ungefähr, dass links und vor uns was ist. Das sehen wir jetzt auch wieder unten links auf dem Radar. Unsere Aufgaben haben wir immer noch nicht erfüllt. So, jetzt ist hier ein Mate von mir down. Das ist ein wichtiger Tipp. Nicht immer sofort heilen. Das gilt auch für Battlefield 6. Viele sagen immer, oh, läufst du an dem vorbei. Aber ihr müsst ja erstmal die Umgebung clearen. Das ist wie bei einem Unfall. Erst die Unfallstelle sichern und dann Hilfe holen. Ja, hier auch erst sichern, die Leute erledigen und dann denjenigen wiederholen. Sonst sterbt ihr beide ab, da beides nichts von. Jetzt auch ein wichtiger Hinweis, die Zone kommt näher. Ab 100 Meter wird dir hier angezeigt, dass die Zone näher kommt. Ab 30 Meter fängt sie an, leicht Schaden zu machen, aber nicht auf der Ausrüstung, auf den Platten, sondern auf dem Leben. Aber leicht, ja. Bleibt da cool. Ihr dürft nur nicht in die Zone kommen. Ihr könnt sehr nah an der Zone sein. Nehmt natürlich Schaden, habt das ein bisschen im Auge. Aber die ganzen Visuals und so geben einem den Eindruck, fuck, ich muss hier raus. Aber bleibt da etwas cool und gelassener. Nutzt es zu eurem Vorteil. Nur schon mal so vorab gesagt. Aber dazu kommen wir natürlich in Endgames noch häufiger zu.
So, hier ist irgendwo einer. Da ist einer, den zu finishen ist eigentlich Quatsch. Wenn ich den finishen würde, dann gebe ich ihm einen Finisher mit dem Messer. Jetzt kriege ich noch Shots. Also das war eigentlich ein falsch von mir. Weil wenn ich ihm ich gehe dann auf ihn zu und drücke Nahkampf. Und dann gibt er ihnen einen Finisher und holt mit dem Messer sozusagen die Marke raus. Und dann wird dir unten links angezeigt, wo die restlichen Kollegen sind. Das hätte ich in dem Fall machen müssen. Wie gesagt, auch am Anfang war ich da noch. Merkt euch das. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr einen Finisher gebt, also in Nahkampf mit dem Messer gehen, dann messert er den halt. Dann müsst ihr auch von hinten an den ran, nicht vorne und gedrückt halten. Dann wird unten links auf dem Radar angezeigt, wo die restlichen Squad-Mitglieder von demjenigen sind. So, es gibt wieder Einstiegstürme. Shit Happens ist jetzt down. Shit Happens hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Schaut da gerne vorbei. Ich verlinke das mal unten in der Videobeschreibung. Der ist down. Wir wollen ihn wiederholen. So, jetzt sag ich, mache ich eigentlich einen Fehler. Es gibt was, das nennt sich Trigger-Disziplin. Ich sehe hier jemanden, der nicht zwingend, also der guckt zwar ein bisschen in meine Richtung, aber der hat keinen Fokus auf mich. 1, 2. Das heißt, hier ist gerade ein Squad unterwegs, die auch wieder beleben wollen. Und meine Mates hätte ich kurz warten können. Die 3 ist zwar direkt neben mir und die 1 auch, aber kurz warten, dass alle schussbereit sind. Weil dann kann man schneller die Leute wirklich lasern und ja, aus dem Weg räumen. Das hätte ich in dem Fall machen können, habe ich nicht, habe direkt geschossen. Okay, aber trotzdem sind ja meine Mates direkt da. Ich hau meine Nades raus, ja, taktische Ausrüstung immer nutzen. Dafür ist sie da, nicht um sie mitzuschleppen, sondern um sie in den Situationen zu nutzen. Ganz wichtiger Tipp. So, wir machen da Stress, die haben eigentlich gar keine Chance. Wir überrennen die gerade komplett, die haben nicht mit uns gerechnet. Genau, und können hier natürlich die Leute komplett abfarmen und können jetzt, indem man hier drauf geht, interagieren, klickt, dann erscheint dieses Geräusch. Man muss sich dann in diesem grünen Kreis hier bewegen. Zumindest mal einer von uns. Und wenn wir, glaube ich, alle drin sind, geht das auch etwas schneller. Ich loote aber jetzt gerade hier ein bisschen, nutze die Zeit, gehe jetzt mit rein und dann sieht man hier oben, wie sich das verkleinert. Hier auch. So lange muss man eben warten. Wir sind 3. Da sieht man, das ist auch eine interessante Information. Wenn jetzt hier noch ein Gegner wäre, das ist wie beim Flaggeneinnehmen von Battlefield 6. Also 2 sind in dem Kreis von uns, 0 von den Gegnern. Wer hier ein Gegner hat, steht hier eine 1. Jedenfalls lassen wir das runterlaufen. Und jetzt haben wir unseren Mate, Shit Happens, wie gesagt, YouTube unten in der Beschreibung, wiedergeholt. Der kann jetzt wiederkommen, zu uns kommen. Jetzt sind wir 100 Meter von der Zone entfernt. Das Zonensymbol ist wieder weg. Das hier, Symbol hier unten, ist ein Waffenblock. Da kann man sich seine eigens gebauten Waffen holen. So, da müsst ihr in der Ausrüstung, im Menü, könnt ihr oben auf Ausrüstung klicken. Da müsst ihr Waffen als Favoriten festlegen, damit die dann hier, wenn ihr auf diesen Turm zugeht, interagieren klickt, erscheinen. Also merkt euch das. Aber auch dazu mehr im Einsteiger-Guide. Vorgespult, wenn ihr sichtbar seid auf dem gegnerischen Radar, dann wird euch das unten auf eurem Radar wieder angezeigt. Ihr seht, hier ist ein gelber Rahmen drum und hier unten steht gesichtet. Ja, ich weiß nicht, ob der bei euch rot ist wegen den Farben, aber darauf auch achten. Das heißt, ihr seid jetzt sichtbar auf dem Radar für die Gegner. Eine Information, die man sich merken sollte. Ganz, ganz wichtig auch. Wir sind hier auf jeden Fall auf der Flucht Richtung Zone. Hier oben steht auch nochmal anvisiert. Ja, das sind alles Informationen, die man gerne übersieht, weil man überfordert ist. Aber es sind jetzt endlich wichtige Informationen, wichtige Details, die ein guter Spieler mitbekommt und daraus eben, ja, interpretiert und seine Entscheidungen trifft, seine Lang- und Kurzzeitentscheidungen trifft. Thema Game Sense. Riesen Thema. Jetzt geraten wir hier auch unter Beschuss, wahrscheinlich von denen, die uns gesichtet haben. Und ja, bringen uns hier in Deckung. Meine 2 Mates kämpfen. Ich entscheide mich dazu, erstmal noch weiter mich zurückzuziehen und in Deckung zu bleiben. Jetzt aber merke ich, dass die Leute von mir da bleiben und kämpfen, also versuche ich natürlich entsprechend Unterstützung zu leisten. Wir sind jetzt im Endgame. Hier oben, das wird im Endgame nochmal richtig wichtig. Es leben 4 Teams. 12 Leute. Jetzt 10 Leute. Ein Team. Wir leben noch alle. Also 4 Leute sind davon. Von uns. Jetzt sieht man es nicht mehr. Ich bin nicht sicher, warum. Aber gerade stand hier 10, also 6 gegnerische Leute. Hier unten, ich mache Pause, wird einem wieder angezeigt, wo der Feuerkreis aktuell ist. Dann wird hier angezeigt, wo er enden wird. Ja? Versucht da einen Überblick zu behalten.
Hier ist mein Mate. Ich bin hier. Down. Down. Wir sind also nur noch zu zweit. Wir sind 4, wo ist es? Da. 4 Teams. So. Ein Team davon sind wir, also 3 Leute. Wir sehen gerade nicht mehr 3 Teams. Wir sehen nicht, wie viele Leute es sind. Meine Kills 14. Einer schaut mir zu. Alles Informationen, die wir jetzt unbedingt versuchen sollten zu verstehen und zu interpretieren. Ich sehe ein, smoke, hab kurz die Situation gecheckt, die Unfallstelle gesichert, smoken, jetzt wiederbeleben. Wir sind wieder zu dritt. Ich habe keine Platte. Ich habe eine Platte drin. Ich sollte mir eigentlich eine Platte ziehen. Ich habe noch 2 Platten. Meine Mates haben keine Platten. Ja, okay. Es ist gerade alles stressig. Ja, wir sind im Endgame. Wir wollen natürlich gewinnen. Aber alles Informationen, ja. Die Profis, das ist der Unterschied zwischen uns, Casual Gamern, und richtigen Profis, die da eben sehr guten Überblick haben. Und auch sehr viel... Oh, cooler, kurzer Move, ja. Das ist auch wichtig. Ich möchte das nochmal zeigen. Ich sage gerne, das ist aber auch immer spielabhängig, aber hier macht es manchmal eben auch Sinn. Manchmal macht es Sinn, erst zu moven und zu disengagen, also dem aus dem Weg zu gehen und dann den Fight zu suchen. Hier war typisch, ich krieg Shots, wusste nicht genau von wo, habe mich einfach schnell bewegt, um ein schlechteres Ziel zu sein, habe dann ausmachen können über diese Symbolik, von wo die Schüsse kamen, und habe dann gemoved, bin noch gesprungen dabei, um einfach ein schlechteres Ziel zu sein, und habe den Fight noch gewonnen, obwohl der eigentlich für mich aussichtslos war. Hier habe ich mich auch sofort hingelegt, kann jetzt aus der Deckung heraus, aus dem Headglitch heraus Druck machen und gehe leider down. Aber es lebt ja noch einer von uns. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie er das Ganze handelt. Ich sage ihm natürlich an, wo er ist, und versuche auch zu sagen, hier, es ist nur noch ein Team. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber vielleicht nur noch er. Naja, hat es direkt richtig interpretiert, hat ihn geholt und wir haben den Sieg geholt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr einen ausführlichen Guide für die Klassen braucht, wenn ihr ein Coaching braucht, wenn ihr Infos zu den Settings braucht, dann abonniert jetzt unbedingt den Kanal, lasst einen Daumen hoch da, einen Kommentar und joint unserem kostenlosen Discord. Und jetzt empfehle ich dir unbedingt dieses Video.